Einen wunderschönen guten Morgen von der Oase, wo ich heute Nacht geschlafen habe, wo ich die Nacht verbracht habe. Es gab wirklich einen geilen Sternenhimmel. Gott sei Dank bin ich wach geworden heute Nacht. Gott sei Dank. Ja, das war ganz fantastisch. Das kann man hier, wenn man so draußen außerhalb von Städten ist, ne, in Spanien, kann man das richtig gut sehen. Da kann man wirklich schön die Sterne sehen. Ja, und genau das ist gestern passiert. Ansonsten hatte ich eine gute Nacht. Ich habe ziemlich gut geschlafen, bis auf das einmal kurz wach werden und dann 2 Stunden Sterne zu gucken. Ja. Mein linker Fuß tut weh. Aber ist klar, ich kenne die Schwachstelle ja. Das wundert mich nicht. Muss ja trotzdem weitergehen heute, aber ich glaube, heute mache ich deutlich weniger. Soll heißen, eine kurze Etappe. Weiß ich noch nicht wie lang, aber mal schauen, wie ich nachher so in den Tag starte. Auf jeden Fall werde ich erstmal noch ein bisschen Zeit hier verbringen. Und mir ist noch ein bisschen gut gehen lassen, ne? Bevor es weitergeht. Alles klärchen. Walking to Santiago, walking. Walking to Santiago, walking. Walking to Santiago, walking. Ja, und weiter geht's für mich. Gut ausgeruht und gut gestärkt starte ich jetzt in den nächsten Lauftag. Wo es heute hingeht, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ein paar Möglichkeiten, die ich im Kopf habe. 3 oder 4 sogar. Und wie ich mich entscheide, das seht ihr ja dann. Ansonsten vielleicht ein kurzer Rückblick zu gestern. Ja, wie soll man dazu Worte finden, ne? Unfassbar wunderbarer Ort. Mehr kann man sich als Pilger eigentlich gar nicht wünschen, ne? Ja, ich kann das einfach nicht in Worte beschreiben. Das war einfach ein großartiger Abend. Ich bin unfassbar froh, dass ich das gestern gemacht habe, durchgehalten habe, durchgezogen habe. 46 Kilometer bis hierhin. Noch nie gemacht. So eine Tour. Die größte davor war 37. Ja. Aber ich habe es durchgezogen, bin an diesem wunderbaren Ort gewesen, habe draußen geschlafen, habe die Sterne gesehen heute Nacht. Wisst ihr, je weiter man raus ist auf dem Land, weg von den Städten und so weiter, hier so im Nirgendwo irgendwo, ihr seht Tausende von Sternen, Tausende. Es ist nicht zählbar. Ja, Gott sei Dank bin ich heute Nacht um 1 Uhr aufgewacht und hatte dieses Vergnügen. Ein paar Fotos habe ich gemacht. Gut erkennen kann man zwar vermutlich nicht, aber das ist halt der Nachteil, ne? Oder das ist halt der Vorteil, wenn man den Camino läuft. Man hat diese Bilder einfach im Kopf. Jetzt geht's weiter. Auf in den Tag. Ey Flo, ich frage direkt mal, ne? Ich mache ein YouTube-Video. Bist du damit d'accord, wenn dein Gesicht irgendwo zu sehen sein sollte? Gut. Nächste wunderschöne Brücke, die ich hier gefunden habe, oder Brückenkonstruktion, oder weiß ich nicht, wie man das hier nennen soll. Verrücktes Ding, die hatten wohl zu viel Material. Holla. Ja, wir sind jetzt kurz vor Astorga. Astorga liegt in Geruchsreichweite. Ja, und da schauen wir uns gleich die Stadt mal ein bisschen an. Ich bin gerade mit Lisa und Florian unterwegs, 2 Deutsche. Ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Für mich wird das aber allerdings kein ultra langer Tag. Also das war gestern eine Ausnahme und bleibt auch so. Das war einmalig, glaube ich. Mein Fuß tut mich weh. Ne? Die Druckstellen unter der Hornhaut. Immer wieder diese Scheißstelle. Naja, egal. Da muss ich jetzt mit leben. Dafür hatte ich eine gute Nacht. Das ist ja auch was wert. Ja, weiter geht's. Wir gucken uns das Tor an. Bis später mal.
Häuschen hier oben auf der Mauer in Astorga. Hier war ich schon mal. Beim letzten Mal hat es geregnet, heute stand die Sonne. Gefällt mir besser mit Sonne, muss ich sagen. Da ist die Stimmung ganz anders. Es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Barfuß. So, Mittagspause ist auch beendet. Der Lunch war richtig gut, du. 2 Gänge Menü, du. 2 Bier. Ne, war richtig schön. Ich war gerade in der Herberge, ich weiß gar nicht den Namen, aber doch Las Ajuelas. Und da war ich vor 3 Jahren auch schon mal. Bin hingegangen morgens, weil ich dringend mal aufs Klo musste. Und dann hat der Typ mich aufs Klo gelassen und dann habe ich danach ein bisschen mit ihm geredet. Das ist auch so ein Weltenwanderer, der schon in 20 Ländern war. Und ein richtiger Pilger auch. Und der schmeißt die Herberge. Ganz erfolgreich, glaube ich, auch halbwegs. Und da sind wir gerade noch stecken geblieben. Waren richtig schöne Gespräche. Hatten eine gute Zeit. Und jetzt laufen Florian und ich weiter. Ne? Immer den gelben Pfeilen folgend irgendwo hin. Wo wir nicht mehr wissen, wie es heißt. Die Gans. Der Gans. Nee, der Gans. Egal. Jo. Es wird wärmer. Ansonsten gibt es nichts zu berichten. Bis dahin. Herberge von außen, aus dem Garten. Da oben befindet sich der Schlafsaal. Ja, so in etwa sieht mein heutiger Schlafplatz aus. Hier in der Herberge La Bohème in Santa Catarina de la Somoza, so ähnlich. Das ist eine total geil eingerichtete Herberge. Richtig gut. Voller Ambiente. Hat sich jemand wirklich Mühe gegeben. Das sieht man selten, dass ich so auf diese Art und Weise. Das ist fantastisch. Generell das ganze Ankommen, als ich angekommen bin, hat sich von der ersten Sekunde an super wohl gefühlt. Also einfach nur obergeil. Oberaffengeil. Solche Herbergen. Da müsste ich hin. La Bohème. Ja. I'm not doing photos, I'm doing videos. You want to say something? Sorry. Hi, welcome to Camino de Santiago in, where are we? La Bohème, Yeah, but the town. Santa Catarina de Somoza. And we are all French people besides you and you. No, that's not right. No. Flo, Thank you for joining my vlog. It's nice to see everybody. Streaming live from Santa Marina, wherever we are. Bonjour, everybody, tout le monde. Bonjour. It's a beautiful day to be here. It is a beautiful day, and now we're up to having a dinner, huh? Yeah. Because we're hungry and we're Yes, pilgrims, and we great reason. and we need to eat, and then we need to drink for sure. We cannot forget to drink. That part, for sure. Yeah. Renard Vizet qui fait sa loi. Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Alors attention, solo de la voix.
Einen wunderschönen guten Morgen aus der Herberge La Bohème. Ja, gleich geht es für mich los in den nächsten Lauftag. Wir hatten einen fantastischen Abend und ihr hört und ihr seht, die Party geht direkt weiter morgen früh. 8:20 Uhr. Ja, geht ab, ne? Der Typ hat richtig Spaß, der lebt das richtig. Und das merkt man auch, mit jeder Pore ist er dabei und hat richtig Spaß. Der freut sich, wenn solche Pilger vorbeikommen, wie wir gestern. Wir hatten einen geilen Abend, das war wirklich alles dabei. So muss sein. Ich freue mich aber auch auf den nächsten Tag. Ein bisschen Bewegung wieder. Ich hoffe, dass meine Druckstellen unter der Hornhaut langsam... Ich hoffe einfach, dass es heute nicht so schmerzhaft ist. Das wäre wichtig. Ansonsten wird das ein langer, harter, extrem schmerzhafter Tag. Aber das sehen wir dann. Ich hoffe das Beste. Wir sehen uns unterwegs. Hasta la vista, el ganso. So langsam wird es wieder grüner. Fantastisch. Was hat gestern einer gedacht? Das ist ein bisschen wie die Neugeburt, die Wiedergeburt. Nach der trockenen Meseta, die gar nicht so trocken war, weil es ja jeden Tag geregnet hat. Also. So etwas speziell dieses Jahr. Ja, und jetzt bin ich unterwegs. Immer weiter Richtung Galizien. In 2 Tagen, glaube ich. Oder in 3, weiß ich nicht. Sind wir da? Ich glaube eher so in 3, 4. Ja. Heute geht es hoch nach Fontibadon und wieder runter nach El Acebo. Zwischendurch gibt es das Cruz de Ferro, dieser bekannte Punkt. Zeige ich euch später. Ich bin wieder unterwegs mit Florian. Und ich glaube, wir haben wieder einen guten Tag. Bock auf einen kleinen Hügel. Ja, ein bisschen schon. Schau mal, wie weh das tut. Aber habe ich in guter Erinnerung, dieses Stückchen hier. Da hatte ich beim letzten Mal richtig Spaß. Also ernsthaft wirklich Spaß. Das war diesmal ausnahmsweise mal keine Ironie. Ich freue mich. Das wird gut. Wie geht's dir heute? Mir? Ja, Hervorragend. hervorragend. Warum? Nach einem unglaublich tollen Aufenthalt in dieser unglaublich tollen, freundlichen Herberge. War ein Paradies, war. War ein indisches Paradies. Siehst du, Leute, ich übertreibe da nicht immer. Ne? Nur, dass ihr es mal auch von jemand anderem gehört habt. Das war ziemlich geil gestern Abend.
Ja, so langsam wird es wirklich wieder grüner. Ihr seht das an der Veränderung der Landschaft her ganz schön. Ja, stecke ich schön in der Scheiße drin. Wuhu! Berg hoch, Alter. Endlich wieder Berge. Galizien. Bald sehen wir uns wieder. Und die Berge habe ich jetzt schon. Ah ja. Sehr geil. Das macht Laune, Leute. Nicht immer nur Flachland. Ballon. Wuhu! Easy! Mann, das wäre doch nicht mal ein langweiliges Einlaufen. Ah, ja. Gut, das war viel leichter als gedacht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist einfach nach ein paar Wochen so. Da bist du einfach so fit, da ist dann 400-500 Meter hoch. Irgendwie ist das so, ich weiß es nicht. Ein bisschen merkwürdig wieder gewesen. Hatte ich beim letzten Mal auch schon, als ich hier hoch bin. Das war viel zu einfach. Viel zu einfach für die Zahlen. Ich weiß es nicht. Der Körper, der ist in anderen Sphären mittlerweile. Den juckt den Berg nicht mehr so. Das war schön. Heute ist schön warm. Das erste Mal, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das spanische Wetter so langsam mal ein bisschen kommt. Das fehlt nämlich eigentlich noch komplett. Heute ist es ein bisschen da. Wunderbar. Ja, jetzt gibt's ein Päuschen. Juhu. So, weiter geht's. Gerade den Ballon Pause gemacht. Oben auf dem Hügel. Und jetzt geht's für mich weiter Richtung Cruz de Ferro. Boah. Habe ich aus der Herberge La Bohème. Ein fantastischer Abend und eine große Ehre, dass ich den Stein gekriegt habe, um ihn hier zu platzieren. Für all die Herbergen, die Tag für Tag gute Arbeit leisten. All die Hospitalieros und all die Hospitalieras. Für die, die das Ganze hier überhaupt erst ermöglichen. Ohne sie würde das Ganze überhaupt nicht funktionieren. Keine Chance. Danke dafür an alle. Ja, und weiter geht's und weiter geht's. Wenn man einen Berg hinauf geht, na 3-mal dürft ihr dann raten, was man da machen muss. Wenn man oben ist, na gut, man macht Pause und dann geht man wieder runter. Das kommt richtig gut in meinen Druck stellen. Jetzt werde ich gleich vor Freude sicherlich total ausrasten dürfen. Das wird fantastisch. Ach ja. Nun macht ja nichts. No pain, no glory.
Berge gefunden. Hier bleibe ich eine Weile. Hier sieht schön aus. Ich sitze hier gerade am Wegrand. Wunderbare Aussicht. Einfach Ruhe. Nur die Vögel, ein paar Insekten, die rumschwirren. Und ich, der hier so heimlich vor sich hin raucht. Kein Geräusch sonst. Kein menschliches Geräusch. Außer meine Stimme. Alle, die vielleicht manchmal denken, dass der Camino super einfach ist und überhaupt super einfach begehbar ist. Sowas hier hat man manchmal auch. Ja. Und dann tut einem alles weh, wenn man sowieso schon Probleme hat an den Füßen. Versteht ihr? Das ist ein Katalysator und den hat man immer dann vor sich, wenn man eh schon Probleme hat. Na jo. Eigentlich habe ich gar keine Probleme mehr, ich meckere noch ein bisschen. Muss auch mal sein. Manchmal muss man auch mal meckern. Einfach mal rausmeckern. Dann geht es einem wieder besser. Und, wunderbar. Ich gehe weiter. Und mach mal lieber ein bisschen langsam, damit ich hier nicht hinlege und dann hier alles kaputt ist und dann eine große Sauerei. Dann, weißt du, das ist ja, braucht auch keiner. Also lieber langsam laufen. Gut. Runter geht's nach El Acebo. Tja, es gibt schlimmere Ausblicke, oder? So sieht's aus. Nicht schlecht. Von hier aus sehr schön, vielleicht auch gar nicht gut zu sehen. Ganz hinten, da liegt Ponferrada. Wuhu! Aber da gehe ich morgen erst hin. Heute habe ich keinen Bock mehr so weit. Nee, viel zu weit, viel zu stressig, überhaupt keinen Bock. Nein, genießen angesagt, geiles Wetter und so. Aber jetzt muss ich jetzt mal nach El Acebo runterlaufen. Das wird anstrengend, das ist so weit runter. Da. Egal. Aufbruch. Ja, El Acebo von oben. Dann lass mal runterpurzeln, wa? Ich bin in El Acebo angekommen. Guckt euch dieses geile Dorf an. Das ist so fantastisch hier. Sieht schon fast ein bisschen galizisch aus, ne? Ja, aber komm mal langsam näher. Mhm. So, ab in die Donativo-Herberge. Ich habe gehört, da wäre noch ein Platz frei. Den schnapp ich mir jetzt. Oder mehrere. Naja, einer reicht aber für mich, ne? Bin ja nicht gierig. Ja, das ist die Herberge für heute. Eine Donativo, das heißt eine auf Spendenbasis organisierte Herberge. Ja, da kann man dann morgens was in den Topf rein tun für das, was man gekriegt hat. Und das ist ganz gut so. What do you say? I can't understand you, huh? Can you repeat, maybe? It's fine, yeah. The video? No. It's not. A precious memory. Yeah. The rest of my life. So now, please enjoy this. And now the show begins.
wunderschönen guten Morgen. Jetzt geht's in den nächsten Tag. Ja. Bin hier gerade noch in El Acebo. Wo es heute hingeht, weiß ich nicht. Das eigentliche Tagesetappenziel ist 15 Kilometer weit weg und auch recht schön. Da überlege ich mir dann, ob ich da bleibe, wenn ich eine Mittagspause mache. Ja, bis dahin. Laufen wir weiter runter, immer bergab. Ach, heute kommt noch Molina Seca, genau. Auch ein sehr schöner Ort. Ja, so langsam nehmen die Dörfer wieder so ein bisschen die galizische Bauweise an hier. Richtig, richtig schön. Guckt euch das mal an. Ich mag das total gerne, diese Backsteinbauten haben mit Holzelementen ergänzt. Das ist eine ganz feine Sache. Ist das hier der Jakobsweg oder ein Fluss? Ja. Ja, und hier haben wir direkt die nächste mittelalterliche Brücke für Pilger angelegt. Steht schon seit einigen Jahrhunderten hier. Ich bin ein großer Fan von diesen Brücken, die gibt es in Deutschland nicht so was Schönes. Naja, guckt euch das an, was ein schöner Ort. Du kommst hier rein und fühlst dich direkt irgendwie wohl. Wow. So, kurze Pause in Molina Seca ist vorbei. Und jetzt geht es auch schon weiter. Richtung Ponferrada heute. Mindestens einmal. Und dann schauen wir mal. Und in Ponferrada gibt es die Templerburg. Und ich denke, da werde ich mal kurz vorbeischauen. Wenigstens von außen. Ob ich reingehe, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Wie ich Lust und Laune habe. Das ist ja das Schöne hier, ne? Man kann einfach das machen, was man will. Und das steht für mich immer an erster Stelle. Ja, Abfahrt. So, ich bin fast in Ponferrada angekommen. So, schon wieder die alte Brücke, ne? Und ich denke, da ich noch nicht genug von alten Mauern habe und alten Gebäuden, gucke ich mir gleich noch ein paar mehr an, Leute. Ist auch früh am Tag noch, ich kann auch danach noch weitergehen, wenn ich will. Ich bin also völlig frei und offen heute. Mega gut, es gefällt mir wieder richtig gut so. Man darf sich nicht einfach irgendwie schon die Pläne immer... Naja, man darf Pläne nicht einfach so in Stein meißeln und festsetzen und dann sich auf Teufel komm raus dran halten. Wenn man das macht, dann verpasst man alles. Und mit alles meine ich, man verpasst wirklich alles. Ja. Ab geht's in die Innenstadt, ins historische Stadtzentrum und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich bin angekommen in Ponferrada im Zentrum. Ja, hier steht eine Burg, ne? So, hier ist der Eingang. Und mal schauen, was immer noch umsonst ist. Wenn es umsonst ist, gehe ich rein. Wenn es was kostet, dann gehe ich nicht rein. Das ist meine Devise. Und die bleibt auch so. Tja, Leute, schlechte Nachrichten. Das war vor ein paar Jahren, glaube ich, umsonst. 2020, ich glaube, das war umsonst. Ich bin mir ziemlich sicher sogar. Jetzt wollen die 4 Euro haben. Das ist schon der ermäßigte Preis. Das ist mir zu viel. Gebe ich nicht aus. Ich war da schon mal drin. Das ist eine schöne Burg. Beeindruckend. Definitiv. Mal sehen, vielleicht füge ich einfach ein paar alte Bilder ins Video ein. Das weiß ich jetzt noch nicht. Da bin ich jetzt aber auch ganz ehrlich. Nee. Ich gebe kein Geld für Eintritt aus. Das mache ich nicht.
Insbesondere wenn es eigentlich umsonst war. Aber die wollen alle ihr Geld verdienen. Ich kann das auch verstehen, aber ich bin da raus. Gut, dann mache ich Pause in Ponferrada auf dem Dorfplatz und schau mal, was ich heute noch so mache. Das überlege ich mir dann gleich. Das ist die Herberge San Nicolas de Flue in Ponferrada. Hier habe ich sehr schlechte Erinnerungen dran. Und bin gerade hier hingekommen und bin super freundlich empfangen worden. Tja, manchmal steht und fällt das Ganze meiner Meinung nach auch damit, welche Organisation oder welche Freiwilligen gerade vor Ort sind und das Ganze hier leiten. Ne? Ihr müsst euch das einfach so vorstellen. Hier sind so nur 4 bis 5 Personen, die arbeiten jetzt den ganzen Tag. Das heißt, von morgens an bis abends um 10. Damit dürften sie einen 16-Stunden-Tag haben. Naja, und das Ganze freiwillig. Und genauso funktionieren die Herbergen in Spanien. Genauso funktioniert's. Wenn man mit ein paar Italienern am Tisch sitzt, ist das immer dasselbe auf dem Camino. Die streiten sich immer über Kultur, Sprache, besseres Essen und ähnliche Dinge in ihrem eigenen Land. Das ist ein bisschen wie so wie in Deutschland, nur irgendwie leidenschaftlicher machen die das. Das ist sehr interessant. Erlebe ich jetzt gerade schon wieder hier. Es ist jedes Jahr dasselbe. Da sind ein paar Italiener am Tisch, dann geht's, da wird diskutiert. Ne? Wer macht die bessere Lasagne? Bologna oder Neapel? La lasagna per voi è quella. Ai, Leute. Per voi. Quella è più facile. Natürlich Neapel. It depends. Kommt von unserer Seite. Vabbè, io sono nel mezzo, io non, Sì. a me piace che poi si direbbe lasagna. Gute Nacht. Hat euch das Video gefallen? Sehr gut. Lasst mir gerne ein Like da, kommentiert fleißig unter dem Video. Ich beantworte alles rund um das Thema Jakobsweg. Und wenn ihr dann noch nicht genug kriegen könnt, dann freue ich mich selbstverständlich auch über ein Abonnement. Dann verpasst ihr auch in Zukunft kein Video mehr. Also ran da. Dankeschön. Macht's gut.